Herzlich willkommen zum Food Adventskalender 2021. Wir öffnen Türchen Nummer 5 und hier findet ihr ein wunderschönes Paket von der Firma Günthard mit sagenhaften Preisen und Ideen und Elementen für eure Weihnachtsbäckerei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der lieben Juschka vom Kanal Sugar Princess. Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute öffne ich das 5. Türchen nicht nur für den Sugar Princess Christmas Cookie Club, sondern wie ihr gesehen habt auch für den großen Foodtuber Adventskalender. Und was es dort zu gewinnen gibt, habt ihr ja auch schon gesehen. Und bei mir im Kalender gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen, nämlich den fantastischen Tesfor Staubsaugerroboter S4. Der ist richtig genial, der saugt wirklich ganz ordentlich erst außen rum und dann immer so im Zickzack. Also bei mir zu Hause saugt er auch jeden Tag und wir haben ja einen Hund, da fallen viele Hundehaare an. Da ist es einfach genial. Natürlich muss man einmal die Woche noch richtig groß reine machen, aber ansonsten macht der S4 echt zuverlässig seine Arbeit. Ja, und wie gesagt, heute gibt es einen von 2 dieser Exemplare bei mir im Kalender zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst: Ihr schaut einfach auf dem Blog nach, verlinke euch den da oben auf dem kleinen i, oder hier unten in der Infobox findet ihr auch alle Infos, sowohl zu meinem Kalender als auch zum großen Foodtuber Adventskalender. Und da müsst ihr einfach die Gewinnfrage euch holen und anschauen und dann hier unten kommentieren und bei mir auf dem Blog kommentieren. Dann habt ihr doppelte Gewinnchance. Jetzt aber endlich zum Rezept. Wir machen heute ganz einfache Schoko-Crinkle-Cookies, Schokoplätzchen oder auch Schokoleibchen genannt. Ich habe auch schon mal irgendwo gesehen Schokowölkchen. Also da gibt es ganz verschiedene Namen. Auf jeden Fall sehen sie so aus wie so kleine Brotlaibe und sind super, super schokoladig und sehen einfach wirklich wunderschön aus. Wir starten gleich mit der Zubereitung des Teiges und da braucht es auch nicht viel. Das geht richtig einfach. Hier seht ihr auch schon die Zutaten, das sind auch nicht so viele. Die schreibe ich euch natürlich auch wie immer auf den Blog und da findet ihr auch das Rezept zum Ausdrucken. So, als erstes geben wir uns die Eier in eine Schüssel. Die sollten Zimmertemperatur haben. Den Zucker und wie immer eine Prise Salz. Und das Ganze schlagen wir uns jetzt schön schaumig. Die Masse wirklich 5 bis 10 Minuten lang schlagen, bis sie richtig schön dick ist, so wie hier jetzt bei mir. Ich habe sie jetzt 5 Minuten geschlagen und jetzt kommen die anderen Zutaten hinzu, nämlich die geschmolzene Butter und Schokolade. Die habe ich mir schon auf dem Wasserbad schmelzen lassen. Die gebe ich jetzt einfach etwas abgekühlt hier schon hinzu. Dann gebe ich mir auch schon die Mandeln hinzu. Und noch 2 Esslöffel Milch oder beliebigen Likör. Ich nehme jetzt Schokoladenlikör, den es bei mir auch im Kalender zu gewinnen geben wird. Und zwar den Calderos Tequila, Schokoladentequila, etwas ganz Besonderes. Natürlich, wenn ihr keinen Schokolikör habt, könnt ihr einfach Milch verwenden. Das hier ist der Calderos Schokolikör. Der ist momentan noch nicht auf dem deutschen Markt, aber kommt und schmeckt fantastisch, kann ich euch sagen. Besteht aus 100% blauer Agave. Ja, und diesen köstlichen Likör, den geben wir jetzt hier noch dazu. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Schokolikör bekommt, nehmt ihr einfach Milch. 1, 2 Esslöffel. Duftet super lecker und schmeckt übrigens auch gut im Kaffee. Das hier rühren wir jetzt alles unter. So. Und jetzt ist der Teig schon fast fertig. Jetzt kommt nur noch das Mehl mit dem Backpulver vermischt hinzu. Und das heben wir uns gerade mit dem Spatel unter, damit wir jetzt nicht zu viel rühren und das Gebäck nicht zu hart wird am Ende.
Ich gehe ja sowieso immer gerne mit dem Spatel nochmal hindurch, damit man alles gut wirklich vom Boden auch verrührt. Das klappt manchmal mit dem Handrührgerät nicht zu 100%. Und ihr seht, da ist auch noch ein bisschen was an der Schokolade nach unten gesunken. Damit wir das alles schön hier gleichmäßig verteilen, geht das am besten mit dem Spatel. So, jetzt können wir uns das Mehl drüber sieben. Das Mehl, wie gesagt, erst mit dem Backpulver vermischen, dann verteilt sich alles besser. Los geht's! So, das noch schön unterheben, damit einfach jetzt ein schöner Teig entsteht. Und ganz wichtig, sobald das Mehl untergerührt ist, darf man nicht mehr lange rühren, denn sonst wird das Gebäck hart. Wer möchte, kann natürlich hier jetzt noch weihnachtliche Gewürze hinzufügen, also mit dem Mehl Zimt zum Beispiel oder Tonkabohne oder einfach Spekulatiusgewürz. Fertig ist unser Teig. Ihr seht, so könnte man ihn jetzt noch nicht zu einer Rolle formen. Er muss also wirklich erst abkühlen, und zwar mindestens eine Stunde, besser über Nacht, damit wir ihn nach der Kühlzeit dann schön weiterverarbeiten können. So, nach der Kühlzeit, mindestens eine Stunde, wie gesagt, sieht der Teig schön fest aus. Und hier können wir uns jetzt die Kugeln draus formen. Am besten immer das gleiche Maß nehmen. Also der Teig ist schon recht hart. Man nimmt halt sich dann so ein Stückchen raus, so ungefähr einen gehäuften Teelöffel habe ich jetzt hier. Und dann rollt man das zu einer Kugel. Super easy. Ich habe jetzt Handschuhe an, weil es doch ein bisschen klebt. Also wirklich gut kühlen den Teig. Erst in den Zucker und dann in den Puderzucker wälzen. Und wer sie ganz exakt gleich haben will, der sollte sich wirklich Rollen formen, dann vielleicht auf Puderzucker ausrollen, weil der Teig schon ein bisschen klebt, auch wenn er gekühlt ist. Und das soll er ja auch, denn sonst würde ja der Puderzucker und der Zucker nicht dran haften. Aber zum Ausrollen, also zum Rollenformen, ist es dann doch ein bisschen kompliziert, glaube ich. Und wer möchte, kann natürlich auch den Zucker hier weglassen oder da einen Zimtzucker nehmen zum Beispiel. Das kann ich mir auch toll vorstellen. Oder einen Tonkazucker. Also das kann man auch noch schön abwandeln, das Rezept. So einfach und macht Spaß und sieht nachher sowas von hübsch aus. Ich mache das jetzt mit dem ganzen Teig und dann sehen wir uns wieder zum Backen. So, der Ofen ist vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft und die Backzeit ist 6 bis 8 Minuten, natürlich je nach Größe eurer Plätzchen. So, alternativ und während die Plätzchen backen, könnt ihr auch eine Rolle formen. So ein bisschen Puderzucker sollte unten drunter, weil es wirklich recht klebrig ist, die ganze Angelegenheit. Und dann einfach gleiche Stücke abnehmen, so ungefähr 1 Zentimeter vielleicht. Und wenn ihr die Rolle habt, dann könnt ihr einfach hier 1 Zentimeter Stückchen abnehmen. Am besten die Teigkarte auch ein bisschen in Puderzucker tunken und dann habt ihr gleiche Stückchen. So und so haben wir dann auch ungefähr die gleichen Größen und wir können sie dann auch nur in Puderzucker rollen. Das geht natürlich genauso. Oder wie gesagt auch Puder-Vanillezucker, Puder-Tonkazucker. Das ist ganz euch überlassen, eurer Kreativität. Aufs Blech und gleich backen.
Ja, und während ich hier meine Kugeln rolle, backen im Hintergrund die Plätzchen wunderschön aus. Und ich sehe, dass sie auch recht groß werden. Das heißt, ihr könnt die Kugeln wirklich richtig klein machen, damit ihr kleine Plätzchen habt. Jetzt hole ich sie raus und sie sehen schon richtig gut aus. Wow, Hammer. Gleich noch 2 Minütchen. Tja, und so wunderhübsch sehen unsere leckeren Brotleibchen aus. Ich finde sie echt genial. Ich lasse sie jetzt auf dem Backblech eine Runde kurz abkühlen, 10 Minuten ungefähr, und werde sie dann runterziehen und ganz auskühlen lassen. Auf einem Kuchengitter natürlich. Super hübsch. Mega, ich finde, es sind richtige kleine Schönheiten. Und ich zeige euch jetzt mal einen von innen. Nehmen wir mal so einen größeren. Die sind richtig toll saftig innen drin, richtig schokoladig und mit einem Haps weg. Super, super lecker, super schokoladig, knusprig außen, innen drin saftig. Und ja, einfach top schokoladig durch den hohen Schokoanteil. Ein perfektes Rezept, super lecker. Ich glaube, die werden euch aus den Händen gerissen. Das waren die super einfachen, super leckeren Schokobrötchen oder auch Schokobrotleibchen. Ich finde, sie sehen wirklich aus wie kleine Brote. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann backt es einfach mal nach. Und ich glaube, ihr werdet alle begeistert sein, wie lustig diese Dinger aufgehen im Ofen. Also mich hat das wirklich entzückt geradezu. Wenn ihr heute etwas gewinnen wollt, bei mir gibt es ja den Staubsaugerroboter von der Firma Tesfor S4 zu gewinnen. Und bei der lieben Annette im Foodtuber Adventskalender gibt es das tolle Paket, was sie anfangs auch gezeigt hat, zu gewinnen. Das heißt, einfach hier unten kommentieren. Ihr findet alle Links und alle Erklärungen auch nochmal hier unten in der Infobox. Bitte unter dem Video einfach aufklappen. Dort findet ihr die Links, auch den Link zu meinem Blog. Ich verlinke den auch nochmal hier oben, damit es ganz sicher ist, denn dort findet ihr die Gewinnfrage für mein Gewinnspiel und für das Gewinnspiel des Foodtuber Adventskalenders. Schreibt ihr einfach nur einen Kommentar mit dem Hashtag FOAG2021 und bei mir am besten noch den Hashtag SCCC21 dranhängen. Dann wissen wir auch, wer für was in den Lostopf springt und können das so ein bisschen auseinanderhalten. Da gibt es Maschinen, die sortieren das Ganze und dann wirft der Zufallsgenerator einen Namen aus, beziehungsweise 2 natürlich. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück und viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bleibt alle gesund und bis bald. Tschüss!